Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video zeige ich dir 10 ganz wichtige Tipps, die für deine Aquarellmalerei wichtig sind. Ich werde ein kleines Motiv malen und währenddessen meine 10 wichtigsten Hinweise und Tipps für dich erklären und zeigen. Viel Spaß beim Zuschauen und wenn dir das Video dann gefallen hat, freue ich mich über einen Like oder über einen netten Kommentar. Und jetzt geht's los. Falls du das heutige Motiv nachmalen möchtest, hier meine Materialliste für dich. Ich male mit folgenden Farben: Sienna gebrannt und lichter Ocker von Winsor Newton, Titanweiß, Permanent Alizarin Kobalt Türkis Light, Cadmiumgelb, Neutraltinte von Winsor Newton, Jaune Brillant, Ultramarin Feinst von Schminke und Lavender von der Firma Mielo. Ich male auf Büttenpapier von der Firma Arches, 300 Gramm Graphit, das Format ist ungefähr DIN A4. Rechts siehst du die kleine Sprühflasche und die Pinsel meiner eigenen Pinselkollektion. Ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der synthetische Flachpinsel zum Auswaschen Größe 10, ein kleiner synthetischer Rundpinsel in der Größe 6 und der Linierer in der Größe 4. Mein erster Tipp für dich ist ein sehr wichtiger Tipp: Nimm immer das beste Papier, welches du dir leisten kannst. Gutes Aquarellpapier ist enorm wichtig. Wenn du noch Anfänger in der Aquarellmalerei bist, möchtest du vielleicht am zugegebenermaßen teuren Aquarellpapier sparen. Aber billiges Papier lohnt sich nicht. Viele Techniken der Aquarellmalerei, wie weiche Übergänge zum Beispiel, sind auf billigem Holzfaserpapier einfach nicht herstellbar. Du übst und kommst nicht zum zufriedenstellenden Ergebnis. Ich arbeite fast immer auf 100% Baumwollpapier und diese Investition würde ich dir wirklich empfehlen. Das von mir häufig verwendete Papier ist von der Firma Arches. Es ist ein 100 Gramm Baumwollpapier und nicht sehr stark oberflächenverleimt. Das bedeutet, dass der Leim eher im Papier sitzt und nicht obendrauf, und das ermöglicht mir das beidseitige Verwenden dieses Papieres. Ich male wirklich sehr oft auch noch auf der Rückseite, wenn mir die Vorderseite nicht ganz so gut gefallen hat. Hier sehen wir ein paar Bilder, wo vorne und hinten Motive zu sehen sind. Das sind hier verworfene Motive und dann kann ich auf der anderen Seite auch noch ein schönes Bild malen. So gesehen relativiert sich der Preis für dieses Papier und es ist wirklich sehr wichtig, dass du mit gutem Aquarellpapier arbeitest. Zum Thema Aquarellpapier habe ich hier auf dem Kanal schon ein Video erstellt. Wir verlinken es oben in der Infobox. Vielleicht möchtest du noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Mein zweiter Tipp betrifft die Bleistiftvorzeichnung. Hier rate ich dir, mit unterschiedlichen Strichstärken zu arbeiten. Was bedeutet das? Da, wo ich später einen hellen Farbauftrag plane, halte ich meinen Skizzierstrich sehr dünn und zart. Zum Beispiel an dieser Stelle oder hier würde ich mit einem dünnen Strich skizzieren. Dort, wo später dunklere Farbe aufgetragen wird, muss ich mit dem Bleistift schon etwas mehr aufdrücken, damit ich später meinen Strich nicht verliere. Hier skizziere ich jetzt mein heutiges Motiv. Die Skizze und auch das Referenzfoto können die Unterstützer unseres Kanals auf unserer Steady-Seite jederzeit abrufen. Hier an dieser Stelle drücke ich mit dem Bleistift etwas stärker auf und hier auf der lichten Seite der Tür bleibt der Strich etwas zarter. Genauso hier im Torbogen und vor allen Dingen auch bei den Pfählen verwende ich unterschiedliche Strichstärken. Auf der linken Seite des Pfahls gibt es eine starke Lichtkante und hier würde der Bleistiftstrich später wie eine Umrandung wirken. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Also hier einen sehr zarten Strich und auf der rechten Seite einen kräftigeren Strich. Auch beim rechten Pfahl versuche ich auf der linken Seite einen zarten Bleistiftstrich zu setzen und auf der rechten Seite eher etwas dicker zu skizzieren. Tipp Nummer 3 für dich ist: Beginne immer mit dem hellsten Tonwert, aber arbeite nicht zu hell. Über die Bedeutung von Tonwerten in der Aquarellmalerei habe ich ja auch schon oft gesprochen. Du findest hier auf dem Kanal auch hierfür einige Videos zum Thema Tonwerte.
In meinem ersten Farbauftrag male ich für gewöhnlich die Tonwerte 1 bis 4. Das heißt, ich überziehe das gesamte Blatt mit den hellen Farben. Hier sehe ich aber bei meinen Schülern häufig, dass zu wenig Variation im Tonwert stattfindet. Deshalb mein Tipp für dich: Starte hell, aber variiere die Tonwertstufen im ersten Farbauftrag schon zwischen der Stufe 1 und 4, sodass der Tonwertsprung zum zweiten Farbauftrag nicht zu groß wird. Für mein Bild hier bedeutet dies, in der Mauer zum Beispiel schon eine Tonwertvariation einzubauen. Es gibt 2 Stellen, wo ich den Lichteinfall zeigen möchte. Hier arbeite ich mit Tonwertstufe 2 und andere Bereiche der Mauer werde ich etwas dunkler anlegen. So habe ich hier schon eine schöne Variation und der Sprung zum späteren Schattenauftrag ist nicht allzu groß. Hier im oberen Bereich male ich mit etwas dunklerem Tonwert als hier in diesem unteren Bereich, wo das Licht wirklich gut einfallen soll. Auch in der Tür male ich mit einem etwas kräftigeren Tonwert. Hier soll die Farbe später besonders schön leuchten. Hier über der Tür intensiviere ich jetzt die Farbe noch ein wenig, um die Tonwerte noch mehr und noch interessanter zu halten. Die Fläche des Wassers male ich jetzt eine Tonwertstufe dunkler als die hellsten Stellen in der Mauer. Du siehst, so habe ich im Bild schon eine Tonwertvariation, obwohl ich immer noch alles im hellen Tonwertbereich lasse. Mein Tipp Nummer 4: Mische immer eine Farbpfütze, die größer ist, als du denkst, dass du sie brauchst. Für die Fläche des Wassers in meinem Bild zum Beispiel würde ich mir hier mein Kobalt-Türkis mit dem Ultramarinblau und der Neutraltinte in einer großen Pfütze mit viel Wasser und viel Pigment anmischen und dann im Verlauf des Malens immer mal wieder etwas Sienna gebrannt mit in diese Mischung hineinnehmen oder auch etwas Alizarin-Karmesin, so dass die Mischung variiert wird, aber alles aus einer großen Grundfarbigkeit heraus entstehen kann. Für große Flächen ist es natürlich auch wichtig, dass du genügend Farbe zur Verfügung hast. Deshalb mische eine große Farbpfütze mit viel Pigment und mit viel Wasser. Der erste Farbauftrag ist jetzt fertig und das Bild muss einmal komplett trocknen. Für die Unterstützer unseres Videokanals ab einem 10-Euro-Paket gibt es einmal im Monat einen Livestream hier auf YouTube. Ich male an diesem Abend in Echtzeit und live mit euch gemeinsam ein schönes Motiv und ihr könnt im Chat dabei auch eure Fragen stellen. Tipps und Tricks, so wie heute im Film, werden natürlich auch verraten und wir kommen miteinander ins Gespräch über alle Fragen, die das Aquarell betreffen. Hier seht ihr das Motiv für den nächsten Live-Abend im 10-Euro-Paket. Dieser findet statt am 18. Februar 2025. Vielleicht bist du ja dann mit dabei. Du kannst ein Steady-Paket abschließen für 10 Euro monatliche Unterstützung. Dann bekommst du Zugang zu diesem Live-Abend. Unter dem Video findest du einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt er. Schau gerne einmal rein, du findest dort alle Infos zu den verschiedenen Unterstützerpaketen. Vielleicht bist du ja am 18. beim Live-Malabend mit dabei, ich würde mich freuen. Es geht weiter mit Tipp Nummer 5 und der lautet: Male mit möglichst großen Pinseln. Für alle diejenigen von euch, die zum kleinteiligen und etwas fummeligen Malen neigen, ist dieser Tipp ganz wichtig. Im zweiten Farbauftrag werden jetzt ja etwas cremigere Farbkonsistenzen aufgetragen. Dafür verwende ich häufig auch einen etwas kleineren Pinsel. Es ist aber ganz wichtig, dass der Pinsel jetzt nicht zu klein ist. Ich arbeite gerne in diesem Farbauftrag mit meinem Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10. Auch ein synthetischer Rundpinsel in Größe 10 oder 12 wäre jetzt gut geeignet. Wenn der Pinsel eine gute Spitze hat, ist es problemlos möglich, auch Details damit zu malen. Und wenn du gleichzeitig mit dem Pinselbauch und mit der Pinselspitze arbeitest, kannst du deine Striche schön variieren und dein Bild lebendig halten. Tipp Nummer 6: Interesse und Abwechslung schaffen durch Variation. Variation ist eines der wichtigsten Designprinzipien für bildende Künstler. Das heißt, Wiederholung im Bild ist wichtig, aber wenn diese Wiederholung ohne Abwechslung passiert, dann kann es schnell langweilig werden. In diesem Tipp geht es mir jetzt um die Variation der Farbigkeit, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch dunkle Farben auftragen. Bei den dunklen Farbaufträgen versuche ich wirklich alle 3 bis 4 Pinselstriche die Farbigkeit etwas zu verändern. Ich zeige dir das jetzt hier am Beispiel dieses linken Pfahls, der jetzt seine dunkle Farbigkeit bekommt.
Ich starte mit einer etwas bläulicheren Mischung und variiere nach ungefähr 5 cm mit Sienna gebrannt in eine wärmere, bräunlichere Mischung. Für den letzten Abschnitt nehme ich etwas lichter Ocker noch mit hinein. Der nächste Pfahl bekommt wieder eine etwas andere Farbmischung. Hier nehme ich Cobalt Türkis Light und Alizarin Karmesin und wechsle später zu Sienna gebrannt. Auch für den dritten Pfahl variiere ich die Farbmischungen. Ich beginne hier mit lichter Ocker und nehme dann von den restlichen Farben auf der Palette die Graumischung mit dazu. Auch im oberen Bereich der Tür hier an der Rundung haben wir eine sehr dunkle Farbfläche. Hier arbeite ich wieder mit verschiedenen Farbmischungen, um die dunkle Fläche interessant und abwechslungsreich zu halten. Ich verwende hier meine 3 Grundfarben Ultramarinblau, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin, und die Dominanz einer der 3 Farben ändert sich ständig. So ist diese Fläche jetzt dunkel genug, aber die einzelnen Farben schimmern in der Mischung leicht hindurch. Tipp Nummer 7. Male immer etwas dunkler, als es dir im Moment richtig erscheint. Damit meine ich, dass vor allen Dingen, wenn du mit viel Wasser arbeitest, die Farbe etwas heller auftrocknen wird, als sie im ersten Moment auf dem Papier erscheint. Dies müssen wir bedenken, wenn wir jetzt zum Beispiel die dunklen Schatten malen. Es braucht immer ein bisschen Mut, diese dunkle Farbe jetzt aufs Papier zu bringen. Mein Tipp ist dabei, wirklich viel Wasser mit in die dunkle Mischung hineinzunehmen. Wenn sich beim Auftragen ein bisschen Wasser als Tropfen auf dem Papier sammelt, bist du auf dem richtigen Weg. Tipp Nummer 8 ist Textur schaffen auf großen oder auf dunklen Flächen. Um den Schatten etwas lebendiger zu gestalten, möchte ich noch eine zusätzliche Struktur darauf erzeugen. Ich habe jetzt mit der Sprühflasche Wassertropfen eingespritzt. Eine zweite Möglichkeit ist, mit dem kleinen Kunststoffpinsel hier direkt Wasser auf die Fläche zu spritzen und hier dafür zu sorgen, dass sich durch das Wasser jetzt die Farben noch einmal trennen. Die dritte Möglichkeit wäre, gleich granulierende Farben zu verwenden. Auch hier gibt es ein Video auf meinem Kanal zu diesem Thema. In diesem Schattenauftrag ist Sienna gebrannt mit dabei und dieses Pigment ist als mineralisches Pigment ein natürlich granulierendes Farbpigment. Deshalb gelingen mit dieser Farbe solche Tröpfcheneffekte ganz besonders gut. Auch in der großen hellen Fläche des Palazzos habe ich im ersten Farbauftrag mit verschiedenen Spritzaktionen Struktur und Lebendigkeit geschaffen. Beim Malen der Spiegelung versuche ich einige Tipps jetzt wieder umzusetzen. Ich variiere die Farbe, ich arbeite mit dunklen Konsistenzen und einer großen Farbpfütze und auch mit schönen, lockeren Pinselstrichen. Grundfarbe für die Spiegelung im Wasser ist immer bei mir Cobalt Türkis Light, Neutraltinte und etwas Ultramarinblau. Etwas Sienna gebrannt kommt hinein, um die Wärme des Mauerwerks hier unten im Wasser nochmal wiederzufinden. Auch hier kann ein bisschen Struktur nicht schaden, also ein kleiner Sprühstoß aus der Sprühflasche in die noch feuchte Fläche. Tipp Nummer 9. Lass dir Zeit beim Ausarbeiten der Details in deinem Bild. Beim Aquarellmalen gibt es ja immer wieder Phasen, in denen man sehr schnell und zügig arbeiten muss. Die Feuchtigkeit des Papiers soll ausgenutzt werden und weiche Ränder entstehen nur, wenn man zügig und entschlossen die Farbe aufs Papier bringt. Wenn aber, wie jetzt in unserem Bild, die großen Formen gemalt sind, auch die dunklen Farben eingetragen sind, dann geht es an die Detailausarbeitung des Bildes. Und hier kannst du dir und solltest du dir wirklich Zeit lassen. Ich beginne meist in diesem Stadium mit meinem Flachpinsel wieder Helligkeiten aus dem Papier herauszuwaschen. Dafür muss die Farbe ganz trocken sein und dann kann ich wunderbar helle und zeichnerische Elemente wieder aus der dunklen Farbe herausholen. Hier schaffe ich zum Beispiel durch Auswaschen eine Lichtkante auf diesem zentralen Pfahl und dadurch, dass die Helligkeit jetzt hier vor der Dunkelheit liegt, ist auch die räumliche Wirkung jetzt in Ordnung.
Auch in der Wasserfläche wasche ich einige helle Akzente aus, um die hellen Stellen nochmal gut im Wasser zu spiegeln. Oft wirken diese weichen, ausgewaschenen Details besser, als wenn ich im Vorfeld das Weiß stehen gelassen hätte. Zum Ausarbeiten gehört natürlich jetzt hier auch das Setzen von dunklen Akzentstrichen. Und auch das Setzen von Highlights gehört zum Ausarbeiten mit dazu. Ein bisschen Glanz verteile ich hier mit Titanweiß direkt aus der Tube noch auf mein Motiv. Tipp Nummer 10. Sei zufrieden mit deinem Bild und wenn du es nicht bist, versuche es einfach noch einmal. Dies ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp überhaupt und auch der am schwersten umzusetzen ist. Ich denke, bei 70 bis 75% Zufriedenheit kann man schon von einem super Ergebnis sprechen. Es wird immer Stellen im Bild geben, mit denen du nicht ganz zufrieden bist. Das geht auch ganz großen Künstlern immer und immer wieder so. Diese Unzufriedenheit ist ja gerade der Motor, es noch einmal zu versuchen und immer weiter zu machen. Einfach weil man ganz fest daran glaubt, dass es doch noch ein bisschen besser geht. Manchmal ist es auch so, dass wenn man das Bild ein bisschen wegstellt und nach 3 Tagen oder auch 3 Wochen daran vorbeigeht, man mit einem frischen Blick erst merkt, dass es doch eigentlich viel besser gelungen ist, als man vorher dachte. In diesem Sinne, genieße das Malen und schau nicht von vornherein so sehr aufs Ergebnis, freu dich am Tun und sei zufrieden mit dem, was du dann erreicht hast. So behältst du die Lust an der Aquarellmalerei und es werden immer weitere Bilder folgen und den Fortschritt wird es dann auch geben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen netten Kommentar oder über ein Gefällt mir unter dem Video. Wenn du möchtest, sehen wir uns hier wieder in der nächsten Woche mit einem schönen Aquarellmotiv auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss und viel Spaß beim Malen.